Die meisten denken, das ist Pulled Pork, weil es ist sehr bekannt in Deutschland Pulled Pork. Aber nee, bei uns ist Pulled Beef, das ist so Rindfleisch. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Está besser. Wie sind wir denn jetzt hier eigentlich in welchen Räumen? Also die Räume gehört damals in Stasi-Zeit. Also das war damals. Und jetzt aktuell sind über 300 Kunstatelier. Dann sind, also das sind auch unsere Kunden aktuell. Also viele von unseren Stammkunden sind auch hier in die Gebäude, große Gebäude. Und ja, also es ist so viel passiert damals und jetzt wir holen Sachen von hier, dann machen wir Essen da. Ja, also es ist eine andere Perspektive, sozusagen, so, was wir jetzt machen, als damals war. Ja. Ja, ist irgendwie auch verrückt, dass dann ihr als chilenische Lokal jetzt hier auf dem Gelände von der alten DDR-Zeit, von dem Stasi-Gefängnis seid, ne? Genau, also viele von alten Kunden, das sagt genauso, dass wir erzählen, dass aus Chile kommen, das sagen, oh Chile,
Das ist so was ähnlich so in Chile passiert da. Ja, es ist, es ist interessant, also die Geschichte von damals hören, weil Leute das schon die Geschichte kennt. Und ja. Sind auch wahrscheinlich viele Kunden, oder? Von den Besuchern von der Gedenkstätte. Ganz oder? genau, ja. Also es ist in Berlin so es sind viele Schulklassen kommt und dann, also das ist eine Geschichte das von Berlin, also von Deutschland. Also, und wir sind genau in diese Geschichte, also es ist krass. Also, es ist echt, ja. Und ihr bietet, habe ich gerade gesehen, auch Weine, chilenische Weine an? Genau. Also chilenische Weine normalerweise sind alles top. Also, sorry, dass ich selber sage, aber eine gute Qualität von Wein. Also war in Frankreich zum Beispiel Weine, das tot war, also die Seppe. Und dann hat in Chile so importieren. Und dann in Chile hat so das Klima und alles so genau passiert, damit das gute Wein wachsen. Also deswegen haben wir so eine gute Qualität an Wein. Und ja, also kann man gute Wein bei uns trinken. Also Pisco ist ein Destillier von Trauben. Das können so auch die Etiketten sein. Und das ist ein Nationalgetränk aus Chile. Also das kann man als Pisco Sour trinken. Das ist ein Gemisch mit Zitronen, also mäßig. Und das ist also super bekannt in Chile. Und dann also die meisten trinken auch Piscola. Das ist auch Pisco, Eiswürfel und Cola. Also mit den beiden Temperaturen ist es eine super gute Entscheidung, auf jeden Fall. So, ich mache hier. So, als Alternative haben wir dieses spanische Bier, das schmeckt sehr, sehr gut. Das heißt Estrella Galicia. Cerveza Especial. Sehr gut. Oye, servilleta no le lleno. Buenos días. Empanadas. Nos vemos. Buen día. Nos vemos, sí. Gracias. Arbeit dort jetzt, aber damals war festgenommen. Das hat eine interessante Geschichte, so, damals. Und jetzt macht er Führer für Studenten und auch in der spanischen Sprache auch. Super interessant. So, also er ist Führer hier in diesem Gefängnis für Richtig. dieses Museum. Ja. Also, okay. Ja, ich kenne ihn schon lange, so seit 8 Jahren. Ja. Unsere Familie auch. Necesito el...
andere Länder in Südamerika, das nutzt Maisteig. Aber wir nicht. Also wir nutzen Mehl. Gibt es auch eine Option als frittierte Empanadas. Aber das macht viel in die Küste. Chile-Küste, das kann man auch viele Meerfrüchte und so. Und dann die Küste, man isst so diese frittierte Empanada auch. Was geht so am besten? Also die Burger oder Empanadas? Empanadas ist, also wir sind bekannt von den Empanadas. In ganz Südamerika ist es Empanadas ein Hauptgericht. Obwohl kann man so als Vorspeisen, als Snack, als alles. Aber ja, also Empanadas sind echt bekannt. Ja. Und gibt es da Unterschiede? Weil es gibt ja in Südamerika, Mittelamerika, gibt es ja überall Empanadas, richtig? Ja, genau. Also die Chilene Empanadas, also die Empanadas aus Chile sind ein bisschen noch groß. Das ist ein bisschen riesig als die anderen Empanadas, weil also das gibt sowas Tradition, dass wir warten so zum Beispiel einen Grill und vor der Grill als Vorspeisen wir essen Empanadas. Zum Beispiel das ist eine Tradition in Chile und das so muss Mittagshunger sein, weil vielleicht hat die Leute nicht gefrühstückt und dann warten den ganzen Tag dieser Grill. Und deswegen fangen wir mit dieser riesigen Empanada an. Damit dann kann man so ein bisschen Bier oder Cocktail, diese Pisco Sour trinken, Wein natürlich. Und das ist so eine Tradition, aber gibt es überall Empanadas in Chile. Und dann genau mit diesem Standard groß, das ist, ja, macht viel aus. Wie viel braucht ihr pro Woche? Oder? Also täglich wir brauchen so 100, 150. Ja. Da haben wir genug. Jetzt. Was geht so am besten? Aber die traditionelle ist das Pino, diese das ist die traditionelle Empanada. Mit Ei, mit Oliven, mit Rosinen und Fleisch. Das ist die typische. Das kann man doch anderes, aber das ist die typische Empanada. Und dann die Mechada ist auch sehr lecker. Und dann die Leute, das ist das Beste, das wir verkaufen. Caprese, Cabra, Mechada, Pino, Champi, Choclo, vegan, glutenfrei.
hay una cebolla. Cuidado. Azúcar. Und was ist da drin? Zwiebel. Was ist das? Zwiebel. Für gefüllte Pinot. Ach so, Für Zwiebeln. Empanada. Okay. Zwiebel, ja. Okay. Okay. Und seit wann macht ihr das hier? Also unser Projekt hat vor ein paar Monaten schon 10 Jahre geworden. Oh, gratuliere. Danke. Im Minimal haben wir mal so angefangen, so ein bisschen kleine Festival oder kleine Latino-Party und so weiter und so fort. Dann so hat so richtige als klein entwickeln und dann ja, so wir sind schon mit den 2 Ländern jetzt in Berlin. Und ja, es ist sehr zufrieden. Und kommt ihr aus der Gastronomie? Also habt ihr irgendwelche Erfahrungen vorher gehabt? Also wir haben so mit meiner Frau viele hin und her, so Kellner, Waschenteller und ja, so auch Aushilfe gearbeitet. Aber nee, also wir kommen, also nicht, ich habe so BWL studiert in Chile, konnte auch sein, aber es ist nicht wirklich, also das ist Deutschland und Chile ist was anderes, das Thema und ja, also das ist Moai heißt das. Das ist sehr typisch in Osteninsel, Isla de Pascua. Sehr typische. Und das ist unsere Garten also. Und woher stammt ihr genau aus Chile? Also wir kommen aus Santiago, Hauptstadt. Und wann seid ihr hierher gekommen? Also, so seit 2011 schon. Ja. Ja. Und was hat euch hierher verschlagen nach Deutschland, nach Berlin? Also ja, meine alte Wurzel. Also mein Opa war Deutscher, aus Berlin sogar. Und Wilmersdorf war mein Opa. Und ja, also ich habe ein bisschen geguckt und dann hat einfach mir gefallen. Und dann noch so die Wurzel noch dazu, dann ja, deshalb. Und dann haben wir schon, ja, also mit meiner Familie, also haben wir so noch 2 Kinder und noch eine Tochter in Chile. Aber ja, so macht viel aus mit Kindern auch in Berlin zu lernen. Also, ja. Mit was ist das? Mit Olivenöl und Salz? Ja, Oliven und Salz. Und diese Gefüllt ist für Caprese Empanada. Das ist diese Gefühl mit Gouda-Käse. Das
Das ist Tomaten, Oliven und Basilikum und Salz. Okay, das ist getrocknete Tomaten. Und ein bisschen. Okay, das ist getrocknete Tomaten in Olivenöl. Und das ist für Cabra Empanada. Das ist Tomaten mit Feta-Käse. Das ist Gouda-Käse. Das ist traditionell gefülltes Zwiebel mit Rindfleisch und Gewürz. Was ist Salz oder Kumen? Gewürz. Das ist für Empanadas Favoriten der Kunden. Das ist Rindfleisch, aber zu viel Seite gekocht, 3-4 Stunden. Und das ist für Empanada Mechada. Das ist sehr lecker und Top One. Hier gerade? Also wir schließen die Klimaanlage. Das ist so heiß. Und ja, wir haben so ein bisschen Schwierigkeit, aber wir kriegen hin. Auf jeden Fall. Also es ist Temperaturen wie in Chile heute, ne? Ja, ja. Also in Chile sind 1,5, also in Santiago, wo ich komme, so 1 Stunde halb. Also ich glaube, so von Berlin sind 3 Stunden, und das heißt 3,5. Ja, das ist, ja. Naja, ja. So. Aber das ist Teig für Empanadas, selber gemacht. Aber wir machen die Gäste für heute. Ja? Muss das immer dann einen Tag vorher gemacht werden? Ja, ja, das ist besser. Jetzt ich mache eine traditionelle Empanada aus Chile. Das ist meine Favorite Empanada. Eine Olive.
eine Röstung für Empanada. Nur eine. Das ist ¿Cómo? Un pedacito chico. Sí, así. ¿Ah? Sí, no, esperemos un poco. Ich mache Empanada, die Favoriten für Kunden ist Mechada. Und das ist Gouda-Käse. Viel Käse. Das ist Mechada oder Pulvis.
Empanada Cabra. Das ist Feta-Käse mit getrockneter Tomate und Gouda-Käse. Hier diese Basilikum, Tomaten und Oliven mit Olivenöl und Salz mit Gouda-Käse. Das ist Empanada Caprese. Das ist Pils mit Rotzwiebeln und Lachzwiebeln mit Sahne. Das ist für Champi Empanadas.
Dieser Teig ist Vegan-Teig und glutenfrei und hat Chiasamen. Ist das Traditionelles? Nee, das ist eine Spezial-Dilapica für Kunden vegan und intolerant an Gluten. Es ist ein Mix de Reismehl mit Linsenmehl und hat Wasser und Olivenöl und Salz. Und gefüllt ist Quinoa mit Grillgemüse, Paprika und Zucchini, Aubergine und Kokosmilch. Aber sehr lecker auch. Que termine de grabar aquí. Parto como otra vez. Deine Lieblingssorte? Also meine, ja, Caprese auf jeden Fall. Also Nummer 1 ist Pinot. Weil Pinot ist es Chile. Also Pinot ist traditionell von immer so. Ja, also das ist Pinot zum ersten Mal, aber Caprese ist es, wow. Ja, also falls ich mal vorbeikomme und dann muss man schnell essen oder genießen auch, immer Caprese. Caprese. Was funktioniert oder was essen die meisten? Mechada. Also Pulver von Käse und Pinot. Also mit Fleisch. Mit Fleisch. Ja. Dein Lieblingsempanada? Für mich ist es traditionell, natürlich. In Chile Pinot ist sehr gut. Jetzt Sauce.
passiert jetzt? 15 Minuten warten und dann Sauce machen. Okay? Fleisch. Wo ist das? Genau, mit Rindfleisch. Mit Rindfleisch und Käse, ne? Genau, Oh, okay. zweimal. Zum hier essen, ne? Wir essen hinten, ja. Alles klar. Also Sie sind Stammkunde? Ich bin Stammkunde, ja. Ja. Es schmeckt sehr lecker hier. Was ist das Besondere hier? Das Feeling, der Geschmack. Ne? Alles gut. Ich komme da gerne her. Alles gut. Danke dir. Danke. Vino, no? Solo vino, Mary? Sì. Vino mit. Vino mit Chas. Das heißt was. Da bringen wir euch mit den für euch lassen. Danke. Die scharfe Soße schmeckt gut. Hast du das schon mal gegessen? So, lass es hier schmecken. Banana Adapter. Hier. Man weiß welche Form, also in welche Form man weiß welche Empanada ist. Ne? So. Bitte schön, danke, ciao, ciao. Was passiert jetzt? Was ist für Pino? Chilenische Empanada traditionell. Das ist Rindfleisch und ein bisschen Öl, ein bisschen Hackfleisch auch. Okay, und das ist Gewürz. Oregano, Kümmel, Pfeffer und Sekretingredient. Und Salz. Langsam halb Stunde. Soll ich warm machen oder mach ich selber? Gerne warm. Ja? Ja, also sind verschiedene Formen. Das ist die traditionell, sieht so aus, so ist Quadrat. Die Mechada ist wie mit einer Spitze. Und diese Dreiecke, das ist mit getrockneter Tomate, Zwiebelkäse. Das zum Beispiel ist Champi, also Champi, jede Empanada hat so jede Form. Ist auch traditionell so. Also traditionell ist nur Pino, aber ja klar, so in Chile das macht mit Form, damit weiß, welche Empanada ist welche. Ja, das stimmt.
Da kommt noch eine, das ist ein Außenofen. Bitte? Das kommt noch, also sind hier 3 Ja. und dann kommt noch ein Außenofen, ja? So, das macht 30. Ja. Eine Karte? Gerne. Sind Sie Stammkundin hier? Würde ich jetzt nicht sagen, aber wir wohnen um die Ecke und kommen öfter. Ja. Ja. Und warum? Weil es lecker ist, weil einige nett sind. Ist das Sommerfest eigentlich hier hinten wieder? Ja. Ja, okay. Da kommen wir auch. So, bitte schön. Schöne Wochenende. Danke, tschüss. Ciao. Ich mache Sauce Formechada. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Schöne Wochenende.
Paprika. Paprika, Knoblauch, Oregano, Pfeffer, Minz und Kümmel, Salz und das Sekretnudeln. Bis 15 Minuten warten gekocht. ¿Cómo? Ah, que luego le sonó. Oh, Dankeschön. So, bitte, guten Appetit. Dankeschön. Warte für abkühlen und dann in der Kühlschrank. Das ist für morgen. Zeichnung hat für Lebensmittel. Auch Stammkunde? Ja, also ich kenne ihn schon sehr lange. Seit 2016 schon. Ja, und ich hatte in einer Steuerkanzlei gearbeitet und betreue ihn jetzt eigentlich seit 10 Jahren. Bin jetzt allerdings in Rente und mache jetzt Konziliere in der Richtung. Ja, genau. Und auch Stammgast sozusagen. Ja, natürlich. Zwangsläufig, weil ich immer die Bindung suche zu den Mandanten halt. Das aus einer, sag ich mal, Mandatschaft ist eine Freundschaft geworden. Vor der Kamera. Vor der Kamera. Von der Qualität her sehr gut. Bin überzeugt halt von den Produkten. Die Empanadas habe ich, glaube ich, fast alle probiert. Und dann die Burger halt. Das Rindfleisch ist sehr gut von der Qualität, muss ich sagen. Auch mit dem Sauerkraut. Die Kombination ist sehr interessant und die Hotdogs natürlich kompletto. Ist natürlich mein Favorite. Ja. Auf jeden Fall. Ja, Ist schön. danke. Lass schmecken. Auf dich. Auf La Pica. Du bist La Pica. Mit Melli. Chile und Kroatien. Genau. Es gibt im Boxy, im La Pica 2, gibt es eine Anleitung, wie man den Empanada isst. Also man fängt von der Spitze an, hier, und arbeitet sich praktisch durch. Man nimmt also kein Besteck, kein Messer, keine Gabel, so wird der normalerweise ursprünglich dort gegessen. Hier haben wir die Soße. Und dann würde ich jetzt erstmal so die Spitze abbeißen. Schon mal ein bisschen hineinpacken. Ist nicht zu scharf, das ist auch sehr gut. Und dann kommt der zweite Biss. Kann man auch hier schön anpacken, ist nicht so heiß. Gäste, die fangen an mit Messer und Gabel zu arbeiten, was ja beim Empanada wie beim türkischen Essen, beim Döner ja auch keinen Sinn macht, da mit Messer und Gabel vorzugehen. Also das ist eigentlich so der perfekte Genuss. Es ist ja auch hier ein ziemlich besonderer Ort. Ja, natürlich, mit dem Stasi-Museum, also das hier unter Naturschutz ist, also hier darf man ja kaum was verändern, ne? Ist ja auch, glaube ich, bekannt. Da muss man schon gucken, dass man das Beste draus macht. Und schön ist, dass man halt die Veranda hat dazu und den freien Platz für Festivals. Ne? Kann man einfach mit einer Genehmigung, kann man das dann machen halt und hat man Platz für 500, 800 Menschen im Grunde genommen. Und das ist noch so eins von den Gastronomiebetrieben, die noch hängen geblieben sind oder wo es noch die Option gibt,
frei das Ganze zu gestalten für sich selber. Und das war halt in den 90ern überall gegeben. Das war natürlich eine fantastische Zeit. Naja, können wir jetzt nicht ändern. Ne? Alles ist dann in Struktur gekommen mit den Eigentumsverhältnissen, was dann in Berlin geklärt werden musste, wer was machen darf. Und hier ist es halt so, wie ich es noch aus den 90ern kenne, eine sehr, sehr schöne Location. Okay, das auch für morgen Empanadas machen. Das ist sehr lecker. Seid ihr zusammen nach Deutschland gekommen? Nein, ich in 10 Jahre gekommen und mein Mann in 16 Jahre gekommen. Also wir haben uns kennengelernt in Nordchile, San Pedro Atacama. Das ist, wo Atacama-Büste ist. Das ist ein sehr besonderes Wie Place. kam es dazu? Also haben wir so einfach so, wir haben so vorher nicht kennengelernt, so einmal so, sie hat die Idee, zum Deutschland zu kommen und ich hatte so die Idee nach Chile. Einfach so Touristen. Mit ein paar Freunden, ein paar deutsche Freunden. Und haben wir so miteinander so geschrieben, haben wir so getroffen und dann ist ist einfach passiert. Chocolate. Ah, so. ¿Cómo se llama esa sin alcohol? Fritz Cola. Una Coca-Cola, ¿sí? Y yo una con azúcar. Una con azúcar, una y una. Una y una. Muchas gracias. ¿Algo? Pero mejor no decir. Si no, ahora estamos, vamos bien. Oh, hi, hola. Bien, gracias. Una empanada de pino, por favor. Y aceptan tarjeta, ¿no? Sí. Súper. Muchas gracias. Gracias. Vale. ¿Está listo? Con salsa. Vale. ¿Qué pasa ahí, Pedra? No suena espino, todavía no. ¿Eso para la zona? No, para el 3. Sí. ¿Esta es la champiñón? Champiñón. Esta es caprese. ¿Caprese? ¿Tú puedes? ¿Te lo pongo? No, mejor lo llevo yo. Y esta es la choclo. ¿Puedes? No, yo te ayudo. Oh, tenemos una herida. Esta herida grave. Sí. Este es chocolate. ¿Tú sabes? Ok. Schmeckt's wie in Chile?
Noch besser. Noch besser. Doch, das schmeckt. Sehr gut. Ich bin aber nur einmal im Jahr in Chile, also ich kann schlecht vergleichen. Es schmeckt, ja. Die können das sehr gut machen. Und Sie kommen öfter? Ja, ja. Ein paar Mal im Jahr, sicher. Wohnen Sie hier in der Nähe oder? 15 Kilometer von hier, in Ach so. Richtung Brandenburg, Ah, okay. auf dem Lande. Und ab und zu geht es dann auch mal hier hin. Ja, ja. Kommen Sie aus Chile? Ja, ja. Genau. Aber ich wohne schon seit Ewigkeiten hier. Sind hier aufgewachsen, glaube ich, oder? Hört man, ja. Ja. Ja, nur das ist meine Tochter. Sie ist jetzt gekommen, vor ein paar Wochen erst. Chilenische Spezialität? Ja, es ist ein chilenisches Sandwich. Das ist Hüftsteak, Rindfleisch. Und die traditionelle ist mit Tomaten, Avocado und Mayonnaise. Der Name ist Italiano. Aber in die Laden hat eine Spezial-Sandwich, heißt Delimel. Es Brötchen mit Rindfleisch, Käse, Jalapenos, Tomaten, Avocado und Mayo. Jetzt ich mache eine. Das ist Knoblauch, so Salz und Pfeffer. Eine kleine Klimaanlage.
Du weißt, Deutschland ist ein armes Land. Wir haben keine Klimaanpassung. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist total toll. Kommt hierher und esst. Ich mache es schon seit Jahren und bin völlig begeistert und komme immer wieder total gerne her. Also, La Pica Daily Mail. Kommt hierher. Ja, also wir kennen lange, wir sind fast Familie. Also nur mir einladen zu Hause. Das fehlt noch, ne? Das Genau. fehlt noch. Genau. Aber Jetzt treffen wir uns erstmal am nächsten Donnerstag gemeinsam hier zum Konzert. Bin ich gerade eingeladen worden und freue mich da total drauf. Das ist hier in Hohenschönhausen, so ein Kleinod. Total super. genau, hier ist. Und dann haben wir so unsere besten Kunden eingeladen, weil es ist so eine super Nacht, so besondere Atmosphäre, besondere Musik. Und dann wir würden gerne mit unseren besonderen Gästen auch feiern. Also, Dankeschön, macht's gut. Ciao, ciao. Das ist ja echt eine tolle Aktion. Also Ja. habt ihr die Band eingeladen Ja. für eure Kunden? quasi? Genau, genau. Also ist ohne Eintritt. Das ist ohne Eintritt, also nur eine Spende Ja. für die Künstler. Ja. Das kann man so, das ist frei. Und ja, so, wir freuen uns, weil es ist eine, wahrscheinlich gibt es so Gäste von uns, das nur diese chilenische Essen kennt von uns, aber nicht die Musik, nicht so die andere Kultur, also die andere Seite. Ja. Und das ist eine gute Möglichkeit, dass Dass man die Kultur das, besser genau, kennenlernt. genau, ganz genau. Toll. Ja. Cola? Zum hier? Essen? Hier. ¿Una tío? Sí. ¿Para comer acá? No, para ¿Caliente o frío? No, caliente. Danke, Sind tschüss. Sie Stammkunde? Wie bitte? Sind Sie Stammkunde? Manchmal, ja. Vielleicht dreimal pro Jahr. Ja. Aber immer. Jedes Jahr, ja. Also müssen Sie weiter weg? Kommen Sie von weiter weg? Nee, aber ich arbeite in die andere Seite auf die Stadt. So, das ist das Problem. Wenn ich habe meinen Urlaub, dann ich komme. Und das ist, weil ich komme
fast 3-mal pro Jahr. Kommen Sie auch aus Chile? Nee, aus Brasilien. Aus Brasilien, aber es gibt ja auch Empanadas. Ja. Genau. Aber Chilener sind besser. Sind besser? Tschüss. So. Ciao, gracias, obrigado. Habt ihr das öfter gehört schon? Ja. Und woran liegt das? Also die meisten Empanadas in Südamerika sind kleiner. Und bei uns ist große. Und ja, also die Leute wollen mehr essen. Das ist mit Käse auch. Das mag ich probieren. Sehr heiß. Aber sehr gut. Pisco Sour? Dankeschön. Oh, das sieht lecker aus. Danke. Ah, lecker. Ja, ich muss kurz sehen. Ich glaube, ich würde sogar von Cabra nehmen. Cabra. Ich nehm Fino, weil da ist kein Fleisch drin. Ja. Hallo, ich würde gerne eine Empanada von Cabra bestellen. Ja. Português? Sim, eu falo português. Ah, ok. Fluente. Você fala português? Oh, Brasil, um pouquinho. Eu falo espanhol um pouquito. Um pouquinho. Está bien. Du kommst aus Brasilien? Ja, Brasilien. Ich würde eine Empanada Fino nehmen. Und gibt es die auch in Brasilien? In Brasilien gibt es Pastel, das gibt es ja auch, aber in einer anderen Version und anders. Und ich mag es halt dann so verschiedene Empanadas zu probieren, weil ich habe bis jetzt nur brasilianische und mexikanische probiert und heute probiere ich dann die von Chile zum ersten Mal. Mit Fleisch? Nein, das Fleisch. Ein bisschen scharf die Sauce, ja? So. Ich glaube, die Tomaten sind in Käse. Obrigado. Wie kommt ihr her? Also wir sind auch bei der Klassenfahrt gewesen, wir kommen eigentlich aus der Nähe Kassel. Und ich bin aus Brasilien und ich habe hier südamerikanisches Essen gesehen. Und ich habe dann gedacht, das Streetfood aus Südamerika, aus Chile, da habe ich direkt Lust, damit zu essen und probieren. Und es hat sich wirklich gelohnt, dass ich hergekommen bin. Ja, cool. Ja, sehr guter Ort. Nach dem Probieren, wie ist es? Sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr stark davon überzeugt, dass das ein sehr gutes Essen ist. Und ich bin sehr zufrieden.
Ist es vergleichbar mit Brasilien oder ist das irgendwie anders? Ja, also der Teig ist auf jeden Fall anders und generell ist der Käse auch anders, aber es ist trotzdem vergleichbar. Und ich finde beide sehr, sehr gut und man schmeckt so ein bisschen, dass beides so ein bisschen südamerikanisch ist, ein bisschen anderer Style, aber trotzdem auch sehr anders. Aber sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Und bei dir? Ja, auch sehr. Ich liebe, das ist sehr, sehr lecker. Und vor allem auch diese Soße. Einfach Soße sehr scharf, sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr scharfe Soße. Das mag ich. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also sehr empfehlenswert. Zum Mitnehmen oder hier essen? Mitnehmen. Oh. Soll ich warm machen? Ein bisschen. Ja. Super, vielen Dank. 7 Minuten. Erfolgreich. Danke. Sind Sie Stammkunde hier? Stammkunde nicht, aber wir sind sehr oft hier. Ja. Fast Stammkunde, ja. Okay. Weil Sie hier um die Ecke wohnen oder arbeiten? Arbeiten, genau. Arbeiten, ah, okay. Und was macht es so besonders hier? Das ist total lecker hier bei ihm. Also er ist schon ganz lange hier und wir kommen immer wieder mal gerne her zum Essen, zum Mittagessen. Das ist super. Und welche Füllung ist für Sie die Nummer 1? Mit Beef. Wie du gesagt hast. Ne? Ja, also er kennt schon uns, aber die meisten denken, das ist Pulled Pork. Weil es ist sehr bekannt in Deutschland, Pulled Pork. Aber nee, bei uns ist Pulled Beef, das ist Rindfleisch. Und dann benutzen so argentinisches Fleisch, das ist gute Qualität von Fleisch. Und ja, muss man so überzeugen die Leute, dass nicht Pulled Pork ist, sondern Pulled Beef. Weil unser Konzept ist La Pica, das ist ein Geheimtipp. Dass es gutes Essen gibt, dass es gute Atmosphäre gibt, dann, ja, also das ist auch nicht so teuer. Das ist die Sache, dass diese Mundpropaganda für uns ist auch ganz wichtig. Also dass wir wollen, wir wollen nicht so Geld investieren in Werbung oder die großen Schilder und so. Das ist nicht unser Konzept, wollen wir nicht. Und ja, so wir freuen uns sehr, dass die Leute
diese Mundpropaganda weiter noch macht. Das macht viel aus für uns und dann, also wir sind sehr zufrieden, dass es so bleibt. Also ihr wollt gar nicht so viel Publikum, dass das jetzt hier die Leute Schlange stehen, sondern wenn dann, dass die Leute das selber entdecken. Ja. Also wir wollen so Ihnen, dass die nette Publikum zu uns kommt. Das ist Pino und das ist Papel de Papas. Buen provecho! Guten Appetit!